Ich begrüße Sie zu den wöchentlichen Nachrichten aus dem Tibet TV-Studio hier in Kangi Dharamsala. Mein Name ist Gunga Sara mit einer weiteren Folge zu Tibet, Seiner Heiligkeit dem 14. Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung. Schauen wir uns als erstes die Schlagzeilen an. Seine Heiligkeit der 14. Dalai Lama unterhält sich mit Angehörigen der Stadtpolizei. Prominente Persönlichkeiten gratulieren Seiner Heiligkeit zum 85. Geburtstag. Die Vereinigten Staaten finanzieren die tibetische Zentralverwaltung zum ersten Mal direkt mit knapp 1 Million US-Dollar. Die Vereinigten Staaten verhängen Visabeschränkungen für chinesische Beamte. Die Fraktion für Tibet ruft zum Besuch Seiner Heiligkeit in Taiwan auf. Rallye für Tibet von 5 Tibetern in der Schweiz. Weitere Friedensmärsche in Boston und Ottawa. Letzten Donnerstag am 8. Juli hielt Seine Heiligkeit der 14. Dalai Lama ein virtuelles Gespräch mit 1000 Polizisten der Metropolitan Police der Polizeibehörde von London. Die Videokonferenz wurde organisiert von Seiner, eine Gruppe von Freiwilligen innerhalb der Polizeibehörde, die daran interessiert sind, die gegenseitige Belastbarkeit zu verbessern und Seelenfrieden zu erreichen. Seine Heiligkeit erklärte in seiner Rede unter anderem, dass der Seelenfrieden nicht auf Bezug auf Gebete, Rituale oder die Suche nach Segen gefunden werden kann, sondern in Bezug darauf, wie der Geist funktioniert und wie die destruktiven Emotionen gereinigt werden können. Destructive emotion, entirely based on appearances, like compassion, these altruism, these not on the basis of appearance, but deeper level. So therefore, all destructive emotion very much related with appearances. The positive emotion on the basis of reason, so deeper level. Prominente Persönlichkeiten und Anhänger Tibets aus der ganzen Welt gratulierten Seiner Heiligkeit dem 14. Dalai Lama zum 85. Geburtstag letzten Montag. Sie drückten ihre herzlichen Grüße und tiefste Dankbarkeit an Seine Heiligkeit für seinen unermüdlichen Dienst an die Menschheit und am Weltfrieden aus und beteten für ein langes Leben zum Wohle aller Lebewesen. Während der offiziellen Geburtstagsfeier für Seine Heiligkeit von der tibetischen Zentralverwaltung drückte der Präsident Dr. Lobsang Seiner Heiligkeit seinen tiefsten Dank dafür aus, dass er Tibet durch eine seiner dunkelsten Perioden geführt und die tibetische Exilgemeinschaft zur erfolgreichsten Flüchtlingsgemeinschaft mit einem robusten demokratischen System aufgebaut hat. Dr. Lobsang kündigte außerdem an, dass das ganze Jahr vom 1. Juli 2020 bis zum 30. Juni 2021 als Jahr der Dankbarkeit für Seine Heiligkeit dem 14. Dalai Lama gewidmet ist. Die US-amerikanische Agentur für internationale Entwicklung, USAID, vergab einen Beitrag von knapp 1 Million US-Dollar an die tibetische Zentralverwaltung, um die finanzielle und kulturelle Widerstandsfähigkeit des tibetischen Volkes zu stärken und zu einer nachhaltigen Widerstandsfähigkeit der wirtschaftlichen und kulturellen Identität des tibetischen Volkes beizutragen. Die Vergabe von Direktmitteln an die tibetische Zentralverwaltung erfüllt einen lang ersehnten Wunsch und ist der Höhepunkt langjähriger Bemühungen seit der Amtszeit von Präsidenten Dr. Lobsang. Er bedankte sich bei USAID und hofft, dass diese Auszeichnung den Weg für eine substanziellere Finanzierungsbeziehung zwischen der USAID und der tibetischen Zentralverwaltung ebnet. Der Chief Resilience Officer und SART-Direktor der tibetischen Zentralverwaltung, Gedor Akuzang, bekräftigte, dass die direkte Finanzierung ein starkes Vertrauensbeweis für SART und die Fähigkeit der tibetischen Zentralverwaltung ist. Die Auszeichnung stellt einen historischen Meilenstein dar, da es das erste Mal ist, dass eine mit der Regierung der Vereinigten Staaten verbundene Finanzierungsagentur Entwicklungshilfe direkt an die tibetische Zentralverwaltung gewährt. So this is a very historic occasion and a development. So as far as we know, prior to this award from the USAID, there hasn't been earlier instances of CTA receiving foreign assistance grant directly from any agency affiliated with the US government. So this is the first time. So we're extremely excited, extremely honored as well. Through this direct grant, there is a direct relationship established between the CTA and the US government. So that financially, politically,
is very, very important. So as a result, the direct funding, we don't have to deal with the intermediary now. We can deal directly with the funder. So that I think will make working and the designing and implementation of the programs much easier. I think one of the most important reasons, which I think is also one of the motivations behind why USAID decided to support CTA directly, is through this assistance, it will strengthen the capacity of SAD and the CTA. CTA and SAD have made tremendous progress in these last 4 or 5 years, but we still have some ways to go. And I think what this $1 million will do is really speed up that capacitating process. US-Außenminister Mike Pompeo hatte am Dienstag Visabeschränkungen gegen chinesische Beamte verhängt, die Einreisen von US-Bürgern nach Tibet verhindern. Leider hat Peking weiterhin systematische Reisen von US-Diplomaten und anderen Beamten, Journalisten und Touristen in die tibetische autonome Region und andere tibetische Gebiete behindert. Daher wurden die Visa für einige chinesische Beamten beschränkt. Um wen es sich genau handelt, wollte der US-Außenminister nicht bekannt geben. Chinas Außenamtssprecher Zhao Lijian brachte Pekings entscheidenden Widerstand gegen den Schritt zum Ausdruck. Er forderte die USA auf, sich unverzüglich nicht mehr in die inneren Angelegenheiten Chinas einzumischen. Als Reaktion auf das falsche Vorgehen der USA habe China beschlossen, seinerseits Visabeschränkungen gegen US-Bürger zu verhängen. Inmitten der zunehmenden Spannungen mit China wegen der Sonderverwaltungszone Hongkong haben die USA zuletzt vermehrt Sanktionen gegen Peking verhängt. Die Visabeschränkungen wegen Tibet fallen unter ein 2018 vom US-Kongress verabschiedetes Gesetz, mit dem China wegen seiner strengen Beschränkungen in der Himalaya-Region unter Druck gesetzt werden soll. Präsident der tibetischen Zentralverwaltung Dr. Lobsang Senge begrüßt diesen Akt und erklärte im Interview letzten Mittwoch mit Republic TV, dass chinesische Regierungsbeamte, welche glaubten, mit der Verletzung tibetischer Rechte ungestraft davonzukommen, sich jetzt als falsch erweisen. Die US-Regierung ergreift Maßnahmen und all diese chinesischen Beamten können nicht mehr uneingeschränkt in die USA reisen. Chinese officials who think they can get away with, violating human rights of the Tibetan people, that they can act with impunity are wrong now. US government is taking action, and all those Chinese officials, hopefully even their family members, will be put under restrictions if they want to visit US. Tim Luton, Mitglied des Parlaments und Co-Vorsitzender der Allparteien-Fraktion für Tibet, präsentierte im britischen House of Commons den 10-Minute Rule Bill Tibet. Der Tibet-Gesetzesentwurf erfordert, einen jährlichen Bericht an das Parlament zu übermitteln über alle Beschränkungen, denen britischen Staatsangehörigen auferlegt werden, welche Tibet besuchen. Die an der Auferlegung solcher Beschränkungen beteiligt sind, werden wiederum die Einreise nach Großbritannien verweigert. Bei einer Pressekonferenz für die neu gebildete Fraktion für Tibet in Taiwan letzten Mittwoch forderte der unabhängige Gesetzgeber und Vorsitzende der taiwanesischen Fraktion für Tibet, Freddie Lim, die taiwanesische Regierung dazu auf, Seine Heiligkeit dem Dalai Lama zu erlauben, Taiwan ohne Druck von China zu besuchen. Die neu gebildete Fraktion für Tibet besteht aus Vertretern verschiedener politischer Parteien, an denen 46 Abgeordnete teilnehmen, die sich für die Fraktion angemeldet hatten. 5 Tibeter haben eine 4-tägige Radrallye von rund 290 Kilometer für Tibet in Genf abgeschlossen, die mit der 2. Woche der 44. Sitzung des UN-Menschenrechtsrates letzten Dienstag zusammenfiel. Die Gruppe hatte am 4. Juli die Radrallye von Zug aus begonnen, um das Bewusstsein für die Situation in Tibet zu schärfen und die Vereinigten Nationen und ihre Mitgliedstaaten für eine Sondersitzung für Menschenrechtssituation in Tibet zu drängen. Die Fahrradrallye für Tibet wurde mit einem an Frau Michelle Bachelet, UN-Hochkommissarin für Menschenrechte, adressierte Berufungsschreiben und einer friedlichen Demonstration vor dem UN-Büro für Menschenrechte abgeschlossen. Gleichzeitig zu den verschiedenen Friedensmärschen in der Schweiz startete Tao Lobsang Jimba, ehemaliger Gefangener in Tibet, seine Radrallye letzten Mittwoch, 8. Juli, von Boston aus. Die Tour für Tibet erstreckt sich von Boston über Connecticut, New York, Philadelphia bis nach Washington D.C. In einem Schreiben erklärte er, dass er über 850 Kilometer fahre, um das Bewusstsein für den Panchen Lama und die politischen Gefangenen zu stärken und sich gegen die chinesische Besetzung Tibets zu stellen.
Seit 2009 haben sich 154 Tibeter aus Protest gegen die chinesische Politik selbst verbrannt und in den letzten Jahren haben die Chinesen in seiner Heimatstadt Dao viele unschuldige Tibeter inhaftiert. Es sei höchste Zeit, dass die Menschen auf der ganzen Welt China für seine Gräueltaten zur Rechenschaft zieht. Die Regierungen müssen zusammenarbeiten und eine multilaterale Kampagne starten, um China unter Druck zu setzen. Auch in Kanada absolvierte ein Tibeter seinen Friedensmarsch für Tibet. Am 28. Juni startete Knapp seinen 13-tägigen Walk for Tibet von Ottawa nach Toronto, eine Strecke von insgesamt 415 Kilometern. Sangye erklärte, dass die Motivation hinter seinem Marsch darin bestehe, das Bewusstsein für den Mangel an Freiheit in Tibet, die illegale Inhaftierung politischer Persönlichkeiten in Tibet, die Freilassung des Dalai Lamas und die endgültige Rückkehr seiner Heiligkeit des 14. Dalai Lamas nach Tibet zu schärfen. Die Welt müsse wissen, mit welchen Schwierigkeiten Tibeter aufgrund der chinesischen Besatzung konfrontiert waren und nach wie vor sind. Garnet Genius, Mitglied des kanadischen Parlaments, zeigte in einem kurzen Video seine Unterstützung für Tibet. Knapp ist aktuell noch in Toronto und plant die nächsten Tage wieder zurück nach Ottawa bis zum chinesischen Konsulat, wo er gestartet hat, zu laufen. Alle Details zu seinem Friedensmarsch sowie die Petition finden Sie auf Sangyes Instagram-Seite Knapp_March for Peace. So viel zur letzten Woche. Bis zum nächsten Mal und einen guten Start in die Woche.